Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Ja, lang ist her. Viel ist passiert, bei mir, wahrscheinlich auch bei euch, ich weiß es nicht. Heute ist es wieder soweit, dass ich euch hier mal ein neues Video bringe. Ja, mal nicht von Bootstrap, mal wieder ganz klassisch KI-Kämpfe so rum. Und ja, heute ist es ein kleines Testvideo, würde ich es einfach mal behaupten. Der Gottfried, der Geistliche, steht in den Startlöchern. Der kommt dann wahrscheinlich im nächsten Video, aber ich möchte euch heute mal eine kleine Varianz zeigen von den Videos, denn ich habe mir in der ganzen Zeit, die ich jetzt nichts zu tun hatte, was überlegt und das würde ich euch gerne heute mal erzählen und fragen, was ihr davon halten würdet. Ja, das werde ich euch aber alles in-game erzählen. Ich stelle euch jetzt mal kurz den Kampf vor. Also heute kämpfen Safar, Nordian und Ratte gegen Sultan, Kalif und Schwein. Insgesamt ja eine Stufe 6 gegen Stufe 6 Team auf grüner Punkt. Und dann würde ich sagen, ich schnack jetzt hier nicht so lange rum. Wir gehen sofort rein und sehen uns in-game wieder. Bis gleich. So, also, ja, 6 Tage ist es jetzt nur her, dass das letzte Video online gekommen ist, beziehungsweise glaube ich auch 7. Ich weiß es gerade gar nicht. Das Video kommt am 6.9. abends wahrscheinlich irgendwann raus. Und genau, so, jetzt aber lege ich gleich mal los und sage euch, was ich mir überlegt habe. Und zwar in der ganzen Zeit, die ich jetzt nicht aufgenommen hatte, so eine kleine Pause gemacht hatte, die war sehr schön, muss ich sagen. Also mal nicht hier vor dem PC stundenlang hocken, um ja Kämpfe halt aufzunehmen. Das brauchte ich auch mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl mir das Aufnehmen und euch Videos zu machen auch mir sehr viel Spaß macht, aber ja, die Zeit war halt einfach ungünstig. So, genau, so ich schnack schon wieder über irgendwelche Sachen, die hier gar nicht relevant sind. Und zwar würde ich gerne das so probieren wollen, dass ich vielleicht die Kämpfe demnächst ja nicht mehr so langatmig mache, sondern nur noch den Anfang hier zeige, also das Early Game, weil im Early Game passiert bei den meisten KIs, außer bei den richtig dicken KIs, na ist klar, das meiste. Und danach, wenn so die ganzen Leute so hochskalieren und immer die Angriffe halt abprallen bei den Bogen, dann ja, das möchte ich halt gerne einfach ein bisschen verkürzen. Da würde ich auch weniger mit Zeitraffer arbeiten, vielleicht so mehr bei den großen KIs, bei Stufe 4 KIs oder so. Da mal noch ein paar Zeitraffer reinbauen. Ansonsten würde ich gerne mehr Schnitte reinsetzen, weil ich einfach, ja, mir gefällt es privat, also ich gucke ja auch privat relativ viel YouTube und so ewig lange Videos, die jetzt, ja, ich würde jetzt mal sagen, über 45 Minuten gehen, na, da bin ich halt jetzt auch nicht so der übelste Fan. Ich gucke sie mir trotzdem an, so ist es nicht, ne, ist klar, aber ich gucke halt mehr so die Videos an, die so 20, 30 Minuten gehen. Und dann gucke ich halt das nächste oder mache was anderes oder keine Ahnung was. Oh, hier kommt schon der erste Angriff vom Nordian, glaube ich, war das, auf den Sultan, der schon ganz okay war. Ja, und deswegen würde ich euch einfach mal fragen wollen, wie ihr das findet. Ob ich einfach mehr Cuts setzen soll, damit es einfach mehr so die spannenden Sachen halt zeigt, oder soll ich es so lassen, wie es jetzt ist. Na, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich werde das heute, wie gesagt, mal als kleines Testvideo machen. Und wenn euch das gefällt, wenn ihr sagt, okay, ja, das sieht cool aus und macht es ruhig, dann werde ich auch die nächsten Videos zu machen und dann auch gleich die ersten Videos vom Gottfried machen. Und genau. Na, so, jetzt ist ja noch ein bisschen hier Hackmack am Start. Natürlich bei so vielen KIs, bei 6 KIs passiert da auch deutlich mehr. Ich rede jetzt auch ein bisschen mehr davon, wenn so
ja, 2 KIs oder 1 versus 1 kämpfen. Zum Beispiel Stufe 4 KIs. Ne? Also da passiert ja jetzt nicht ganz so viel. Ne? So, jetzt hier aber erstmal wer ist das? Ach, Nordian war das, genau. Nordian, Safar und Ratte, wie gesagt, hier oben. Und die anderen hier unten. Raids kommen hier durch. Da kommt auch schon wieder das Schwein raus und der Safar gleichzeitig. Alles klar. Und ich glaube, das ist hier auch noch ein Angriff vom Kalifen auf die Ratte. Und der Nordian greift auch den Sultan an und der Sultan hier den Nordian. Also alle KIs greifen gerade an, was auch sehr spannend ist. Denn Sultan könnte jetzt hier schon das Zeitliche segnen, wenn er denn nicht nochmal den Angriff hier vom Nordian weggetankt bekommen. Hier, die Mauer ist schon fast durch. Die restlichen Angriffe, ja, sind quasi abgeprallt. Und, na, schafft das? Na, er schafft es, glaube ich, noch. Ja, ganz knapp hat er es noch geschafft, denke ich. Er kommt sogar selber schon raus und will hier die Bogenschützen killen. Aber, ja, so ist es natürlich, dass die hier nicht so wirklich viel machen können, die Bogenschützen alleine. Die können zwar hier gegen die Slinger ganz gut arbeiten, aber ansonsten bringt es jetzt nicht allzu viel. Ja, von der Target Choice ist es vielleicht auch ganz interessant, der Kampf. Safar und Schwein gehen ja beide auf Gold. Und Ratte und Nordian gehen hier beide auf Balanced. Wobei die hier drüben, Kalif geht auf Balanced, aber Sultan geht auf Closest. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dass es da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Varianz reinbringt. Zumindest die beiden hier sind natürlich hier die entscheidenden Punkte, wenn die einmal bei den jeweiligen anderen KIs, also schwächeren KIs angreifen, dann sind die natürlich easy weg. Aber ja, da muss halt auch einfach ein bisschen die Target Choice rein triggern, ne? So. Jetzt kommt das Schwein hier schon wieder. Alles klar. Brauche ich gar nicht groß warten hier. Geht wieder. Ne, geht's, glaube ich, auf den Nordian, oder? Ja, geht auf den Nordian. Weil er einfach, denke ich, mehr Gold hat, oder? Ja, Nordian hat 300 Gold. Safar, ja, auch fast 300, aber ein bisschen weniger. Angriffsbogenschützen sind natürlich am Start. Die können hier ordentlich draufbolzen und... Eine Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Und Ratte wird angegangen. Wenn jetzt Safar hier umschwenkt, aber geht, glaube ich, hier aufs Schwein. Wohl eigentlich... Ja. Eine Nachricht der Ratte. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Ratte ist Geschichte, aber gleichzeitig könnte hier auch der Sultan Eine draufgehen. Nachricht vom Kalifen. Sie alle fallen vor mir, so wie bald auch ihr. Ja, Sultan geht drauf, so wie es gedacht hatte. Angriff vom Eine Schwein. Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Der Angriff vom Schwein konnte also nicht so viel Eine machen. Nachricht vom Sultan. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen, so auch der arme Sultan. Sehr schön gemacht hat er Nordian Eine das. Nachricht vom Nordian. Bereitet das Gelage vor. Wir haben unseren Feind bezwungen und werden 7 Tage feiern. Ja, ich hoffe ja nicht, dass er so lange feiern tut, weil sonst zieht sich der Kampf hier noch ein wenig länger. Und jetzt kommt er schon wieder raus. Eieiei. Na, ob das ihm jetzt gut tut, jetzt so schnell wieder rauszukommen. Schwein hat natürlich jetzt ganz gute Truppen hier wieder am Start. Und ja, die Truppen machen jetzt nicht allzu viel. Schwein, ja, doch weniger als Safar. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oha, jetzt gibt es auch einen Doppelangriff auf den Nordian. Eieiei, eieiei. So, Safar muss jetzt rauskommen, weil sonst sieht es schlecht aus mit Nordian. Ich denke, das ist hier schon sehr gefährlich. Ups, jetzt bin ich hier an meinen Lautstärkeregler rangekommen. Oha, das sieht gefährlich aus. Eine Nachricht vom Nordian. Meine Brüder,
Es ist unser Schicksal, heute hier zu kämpfen. Ja, da ist Nordian Geschichte und der Eine Nachricht vom Falke, wollte ich gerade Ihr sagen. könnt uns zwar vernichten, doch unser Glaube wird weiterleben. Ja, Zafar geht hier, glaube ich, jetzt auf Kalif, wo der natürlich die Nachricht vom übelste Kalif. Sie Feuerverteidigung alle fallen hat. von mir, so wie bald auch ihr. Machen wir hier mal ein bisschen schneller. Die werden jetzt, glaube ich, größtenteils alle verbrennen. Ja, die verbrennen jetzt alle. Und somit ist der Angriff auch Geschichte. Ja, wir schauen mal, wie lange hier der Zafar jetzt unter dem Druck von 2 KIs noch standhalten kann. Ich denke aber, dass der Kalif und das Schwein hier den Zafar ganz gut eindrücken können, beziehungsweise dann auch besiegen können. So, der Angriff vom Kalif und vom Schwein. Ach Mensch. Kommt hier wieder raus. Oh, Zafar brennt hier innen drinne. Wahrscheinlich von den Feuerballisten vom Kalifen angezündet Eine worden. Nachricht vom Zafar. Und Jetzt nimmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. ja, der schöne Sound hier vom Zafar, wenn er sich bedroht fühlt, auf jeden Fall. Er brennt hier noch komplett aus wahrscheinlich. Er kriegt sich, ja doch, nee, nicht komplett weg, aber ein bisschen zumindest die Wirtschaft verloren. Das Feuer hat ihm wahrscheinlich so ein bisschen den Arsch gerettet und somit hat er den Angriff nochmal überlebt. So, ich würde euch gerne noch was anderes vorschlagen wollen, und zwar habe ich mir auch nochmal überlegt, beziehungsweise ist mir so in den Sinn gekommen, dass ich vielleicht ein bisschen noch anderen Content auf meinem Kanal hochlade, um da noch ein wenig Varianz zu bringen. Ich hatte zwar mal so eine Abstimmung gemacht, wo ihr abgestimmt hattet, dass ja hauptsächlich Stronghold Crusader hier hochgeladen werden soll, aber ich würde gerne so ab und zu, ich will es auch nicht festlegen, weil ich halte es eh nicht ein, kommt drauf an, auf was ich gerade Bock Eine habe. Nachricht vom Zafar. Jetzt nimmt verflucht nochmal eure Waffen in Oh, die das Hand ging und schnell. vertreibt die Angreifer. Das ging jetzt super schnell mit Schwein und Zafar. Also Schwein hat ja echt kurzen Eine Prozess Nachricht gemacht. vom Zafar. Der Zafar hat man jetzt leider nicht mehr gehört, aber Zafar ja trotzdem mit einem richtigen Goldvorsprung vor dem Schwein und dann Kalif nochmal 10.000 weniger als das Schwein. Na, auf jeden Fall gar nicht schlecht. Genau, und was ich sagen wollte, dass ich noch ein paar andere Spiele zeige, die ich gerade spiele, die mir einfach Bock machen. Ich will da auch kein Let's Play drüber machen, weil Let's Plays gibt es schon sehr viele von den Spielen. Auch weil ein guter Kollege, der Tobi, gerade von einem Spiel ein Let's Play macht und da will ich nicht reinfunken. Nicht, dass da irgendwie, ne? Ihr wisst schon. Und ja, aber hauptsächlich einfach so Spiele spielen, worauf ich halt gerade einfach Lust habe, die vielleicht anschaulich sind, mal irgendwas zu zeigen, War Tales, irgendwelche Total War Sachen oder solche Sachen, die spiele ich gerade relativ oft. Und ja, wenn ihr darauf auch Bock hättet, dann könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, beziehungsweise werde ich das trotzdem, glaube ich, einfach so mal machen. Na, ich habe jetzt keinen Rhythmus und ich will mich da auch, wie gesagt, nicht festlegen. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es wird. So, ich stelle jetzt mal ganz kurz die Konstellation um und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, also, ich habe das jetzt hier einmal umgestellt. Vorhin hat man ja hier diese Längsseiten quasi. Nennt man das Längsseiten? Ich weiß es nicht. Ist mir auch eigentlich egal. Die Aufstellung halt gehabt, sodass die halt jeder quasi gegen jeden eigentlich hätte kämpfen können. Jetzt machen wir das mal so, dass eine KI im Hinterland steht und so ein bisschen getankt wird. In dem Falle oder auf der Seite vom Team Zafar ist es der Nordian, weil ja die Glaskanone ist. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt das Schwein, damit es halt ordentlich pumpen kann. Ja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Wir gehen rein, gehen dann natürlich mit der Geschwindigkeit wieder hoch und dann schauen wir mal, wie es
anläuft. Der Anfang ist ja jetzt nicht mehr so stark interessant, weil den Anfang haben wir ja schon gesehen. Ne? Schaut einfach mal, was die hier verborgen bauen. Safaria baut, glaube ich, die gleiche wie im ersten Kampf, oder? Ne, kann auch sein, dass es eine andere Burg ist. Nordion hat nur eine. Da werde ich auf jeden Fall auch bald mich ransetzen, um da wieder Burgen zu bauen. Ich wollte halt auch jetzt in der Pause von den 6 Tagen oder von der letzten Woche her jetzt nicht unbedingt mich so sehr abhetzen. Auch nicht wegen Bauen und so weiter, weil ja, ich wollte es einfach ordentlich alles abschließen, alles sichern und so weiter und so fort und nicht hier so viel überstürzen. So, hier unten gibt es schon die ersten Angriffe von der Ratte und dem Kalifen. Oha, hier brennt ja ordentlich das Zeug weg. Alles klar. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie das hier läuft, wie das weitergeht. So. Hier, der Sultan baut eigentlich auch eine sehr geile, kleine, winzige Burg. Also wirklich sehr interessant zu sehen. Jetzt kommt hier das Schwein. Geht natürlich auf Gold. Ist natürlich jetzt hier, wenn er auf den Nordion geht, ein wenig, ja, ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, weil, ja, die ganzen anderen KIs, Ratte und Safar, können natürlich auf die anrückenden Angreifer ganz gut draufbolzen und somit dem Nordion den Druck nehmen. Jetzt kommt hier schon wieder der Kalif raus. Der geht natürlich auf Balanced und das müsste immer die Ratte sein. Hier kommt auch der Safar mal raus. Der geht natürlich auch auf Gold. Also kann sich hier auch nicht wirklich entscheiden, worauf er drauf geht. Deswegen sind, glaube ich, jetzt in dem Falle die beiden hier die entscheidenden Punkte. Beziehungsweise auch auf der Seite. Weil die ja eigentlich ein bevorzugtes Ziel haben und nicht so viel drin rummurksen wie, also Safar und Schwein. Man sieht es jetzt hier wieder, die Angriffstruppen, vor allem die Kolbis, die werden halt ganz gut weggeschossen und können nicht so viel machen. So, Nordion geht jetzt hier auf den Kalifen, weil nämlich der Kalif schwächer gewertet wird als der Sultan. Ha, das ist natürlich auch mal eine Ansage, die man nicht allzu oft sieht. Oder eine Konstellation, die man nicht allzu oft sieht. So rum natürlich, wenn man mal Deutsch reden möchte. So, Schwein kommt natürlich auch wieder raus. Die Kolbis, ja, die rennen halt hier einfach in den Pfeilhagel und die machen natürlich nicht allzu viel. Und die Pioniere halten zwar ganz gut die Pfeile aus, aber die sind halt jetzt auch nicht so gerade das Nonplusultra, was den Schaden dann halt angeht. Also, Schwein hat hier natürlich etwas mehr zu kämpfen und zu knabbern als die anderen. Vor allem, weil hier Nordion ja noch so ein paar arabische Schwertkämpfer mit dazu hat. Und somit, ja, noch ein wenig was anderes in der Armee drin stehen hat. Aber so viel kann er jetzt auch nicht machen. Man hat es, glaube ich, gerade gesehen. Gut, er ist, glaube ich, gerade in den Angriff vom Sultan reingerannt. Da macht man natürlich jetzt auch nicht gerade ganz so viel. Er hat ja hier positiven Angstfaktor, genau. Und somit ist es jetzt auch nicht so gut, wenn der gute Kollege hier einfach in die Schwertkämpfermassen reinrennt. Ja, sonst passiert hier eigentlich relativ wenig auf der Karte. Hier sind bloß ein paar Raids unterwegs, die jetzt auch nicht so viel machen können, weil die alle weggeschlitzt bzw. weggeschossen werden. Jetzt kommt hier der Kalif wieder raus auf die Ratte. Aber ich denke, das sollte jetzt nicht gefährlich sein, weil Ratte einfach zu Hause ist. Die Ballisten sind natürlich extrem nervig, weil die Ratte hat hier auch keine Verteidigungsgeräte, um die hier wegzubekommen oder schnell wegzubekommen. Deswegen muss er hier oder muss sie hier einfach so ein bisschen auf die Hilfe der anderen hoffen.
Und hier, was ist denn gerade hier los? Schwein geht hier auf Safar? Wieso denn das? Oha. Und Nordian geht auf Sultan. Warum geht denn das Schwein auf den... Ja, alles klar. Ja, Sultan müsste jetzt hier das Zeitliche segnen. Eine Nachricht vom Die Ratte Sultan. kommt noch Die hinterher. Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Diesmal ist er auch nicht so in ihre eigenen Pechwolken reingerannt. Eine Nordian Nachricht vom killt sie Sultan. aber trotzdem. Alle müssen den Schlaf der Alten Ihn schlafen. natürlich. So auch der arme Sultan. Eine Nachricht vom Nordian. Bereitet das Gelage vor. Wir haben unseren Feind bezwungen und werden 7 Tage feiern. Und hier hat sich das Schwein so ein bisschen auf der Burg vom Kalifen aufgehängt. Ah ja, da stehen die ganzen Pikeniere oben auf der Mauer drauf. Na, ob das so geil ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber gut, das ist natürlich jetzt ein wenig doof, dass er sich hier oben drauf verbackt hat. Naja gut, wir schauen einfach mal, wie es weiterläuft. Ich meine, er sollte ja bald, oder ich hoffe zumindest, dass er sich bald wieder entbackt und sich nicht wieder komplett aufhängt. Aber wir werden mal sehen, wie es ausschaut. Ja, hier der Angriff von der Ratte macht jetzt natürlich nicht ganz so viel wieder. Ach, geht vor allem auch auf das Schwein. Aha, okay. Ja gut, alles klar. Ja, Safar geht jetzt hier natürlich aufs Schwein. Der hat 17.000 Gold. Weil, ja, ne, ist klar. Warum? Der hängt halt hier in seinem Angriff ein bisschen fest. Weiß gar nicht warum so genau. Die Angriffstruppen können ja eigentlich ganz easy vorrücken. Sind ja, glaube ich, keine... Ach, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt drauf rumsteht. Ich glaube, die Attack Unit 2 oder so. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Der Nordian geht hier echt aufs Schwein? Ja, geht hier echt aufs Schwein. 128 Truppen. Weil die meisten Truppen ja hier rumgammeln. Ja, Schwein. Willst du dich heute vielleicht doch mal ein bisschen mit dran beteiligen? Oder hast du jetzt gar keine Lust mehr? Ich spule hier mal ein bisschen vor. Mal gucken, was hier noch geht und was nicht. Da kommt der Angriff vom Safar. Und das Schwein ist nackig. Ja, alles klar. Obwohl, jetzt hat er sich mal zurückgezogen. Ach, guck an. Er hat sich zurückgezogen. Na, endlich. So kann es natürlich auch gehen. Ja, die Angriffe brauchen ja einfach noch ein bisschen mehr Wumms. Vor allem vom Safar. Da passiert jetzt noch nicht allzu viel. Vor allem gegen die Armbrustschützen kann man da natürlich nicht allzu viel erwarten. So, Ratte hier natürlich geht jetzt auf den Kalif. Besseres Ziel als gegen das Schwein. Weil, ja, gegen das Schwein kann man die Truppen von der Ratte ja nicht so gut gebrauchen. Die leichten Truppen sind natürlich gefundenes Fressen gegen die Armbrustschützen. Jetzt kommt hier aber auch gleich der Nordian mit dazu. Oha. Okay. Ein Schwein sammelt sich schon wieder hier extremst komisch beim Kalifen. Aber schwenkt jetzt wahrscheinlich um. Wollte wahrscheinlich erst auf den Safar gehen. Jetzt hat er hier sich nochmal umentschieden und geht auf den Nordian. Alter, das sind schon echt massenhaft Truppen. Und Eine er setzt Nachricht sich vom sogar durch. Nordian. Meine Eieiei. Brüder, es ist unser Schicksal, heute hier zu kämpfen. Eieiei. Das sieht ja gar nicht gut Eine aus. Nachricht vom Nordian. Ihr könnt uns zwar vernichten, doch unser Glaube wird weiterleben. Eine Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Ja, ich glaube einfach, die Pikeniere tanken dann echt sehr viel und ziehen dann so ein bisschen das Feuer auf sich und dann können halt die Kolbis, gut, es sind halt auch Massen, ne, an Kolbis, dann ganz gut da reinkolben.
Der hat natürlich auch hier ganz gute Goldreserven am Start. Aber das sieht schon wieder nicht gut aus für Team Zafar. Naja, ich bin mal noch gespannt, wie sie es vielleicht ändern kann. Sie hatten natürlich den Vorteil, dass sie hier schon einen weggeräumt hatten, nämlich den Sultan. Aber sie stellen sich hier ein wenig sehr trottelig an, würde ich es mal behaupten. Das ist hier zwar der Durchbruch, aber ja, die Angriffsarmee ist schon wieder ausgebildet gewesen. Kalif kommt auch mal wieder raus. Schön, dass er auch mal noch was mitmacht. Und somit ist hier, denke ich, das Team bald auch wieder Geschichte, beziehungsweise auch wieder im Nachteil. Ratte brennt, eieiei, Ratte brennt. Das ist immer nicht so cool, wenn eine KI brennt. Wir schauen mal, was das Schwein jetzt macht, aber ich denke, er geht ja auf den Zafar. So, da kommt der Angriff auch vom Schwein, wie gesagt, auf den Zafar. Wie ich es vorausgesehen hatte, kommt er hier ganz gut durch und kann ihn aber noch nicht killen. Die pure Schwertkämpfermasse vom Zafar ist dann ausreichend, aber schaut euch hier mal das Elend der Ratte an. Also da steht wirklich nichts mehr so, wie es mal stande. Und ich glaube, der nächste Angriff vom Kalif sollte hier das kleine Rädchen zum Schweigen bringen. Aber mal schauen, vielleicht kann ja die Ratte sich nochmal zurückkämpfen, aber ich denke nicht. Die ist jetzt hier komplett neben der Spur. Jetzt kommt hier auf jeden Fall der Angriff und hier die Schwertkämpfermassen sollten es richten. Oder wie viele Truppen hatten die Ratte? Machen wir hier ein bisschen langsamer. Das kann sich ja auch noch ändern. Ja, Ratte hat nicht mal 200 Truppen gehabt. Die Schwertkämpfer von ihr sind jetzt auch nicht so viele am Start gewesen. Die arabischen Schwertis-Maulais, wie man sie gerne schimpft, sind natürlich dann auch sehr gestackt und auch zu viele. Und somit, ja, ist dem Tode der Ratte nichts mehr entgegenzusetzen oder nicht mehr aufzuhalten. Sie alle fallen vor mir, so wie bald auch ihr. Och nee, oder? Och nee, Zafar brennt schon wieder. Oh nee, das sieht gar nicht gut aus. Seine ganzen Schwertkämpfer verbrennen. Er hat eigentlich ja genug Brunnenarbeiter, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass ich so geizig gewesen bin wie bei Chiara, dass der hier sich gar nicht löschen kann. Aber wahrscheinlich muss ich einfach noch ein paar mehr Brunnen hinsetzen. Guckt euch die. Oh nee. 180 Truppen hat der Junge. Oh. Gottes Willen. Eieiei. Na guck, er hat hier, innerhalb der Burg brennt es immer noch ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5 zähle ich, glaube ich. Oder wenn das hier noch einer war, vielleicht 6? 5 oder 6 Brunnenarbeiter hat der Junge. Eieiei. Eieiei. Somit ist es, glaube ich, auch um den Zafar geschehen. Wir schauen einfach mal, wann der Todesstoß vom Schwein kommt. Da kommt sie angerannt. Die Walze des Schweins. Mit dazu der Kalif, um die Kirsche auf der Torte zu setzen. Und der Zafar wird jetzt hier einfach in Grund und Boden gekolbt, beziehungsweise vielleicht auch geschlitzt, je nachdem, wer schneller ist. Zafar. Jetzt nehmt verflucht nochmal eure Waffen in die Hand und vertreibt die Angreifer. Jetzt sollte hier auch nicht das Feuer der Angreifer ihn nochmal schützen, denn die... warum haben die Bockis hier nicht aufgebockelt? Okay, gehen hier lieber auf die Mauer drauf. Alles klar, auch nicht verkehrt, auf die Mauer drauf zu gehen. Warum gehen die auf die Mauer? Egal.
egal, da macht's eh keinen Sinn mehr, ob die Bockys jetzt auf die Mauer gehen oder nicht. Wir sind noch ein paar Feuerwerfer am Start, aber viel bringt das natürlich Eine nichts Nachricht mehr. vom Safar. Safar Wie kann man fällt. nur so nutzlos sein? Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch legen. Ja, Eine die Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Todesnachricht vom Safar ist natürlich an die eigene Bevölkerung gerichtet. Ist natürlich klar, wer so mit seiner Bevölkerung umgeht, der muss natürlich auch noch mal einen ordentlichen Spruch hinten dran setzen, auch wenn er jetzt gekillt ist. Safar trotzdem hier 206.000. Aber diesmal Schwein gar nicht so weit weg mit 10.000 weniger. Ja, ne? Ganz anschaulich, 2 knackige Spiele und dann wird, Alter, 3000, 2000, 1000, Sultan, 300. Ah ja, sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Sehr cool. Der Sultan, er war auch dabei. Na? Ja, dann schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr von so einem stark geschnittenen Video haltet. Wie gesagt, es ist nur ein Testvideo. Wenn euch das gefällt, dann werde ich das in den zukünftigen Videos auch so machen. Wenn ihr sagt, nee, lasst die KI-Kämpfe so lang oder so im Detail wie immer, dann lasse ich die auch so bleiben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Im nächsten Video dann endlich mit Gottfried, den Geistlichen. Ach, ich will den endlich mal spielen sehen oder kämpfen sehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Habt noch einen wunderbaren Tag. Ich habe Urlaub bis Ende September. Also kann ich relativ viel machen. Gut, ich höre auf zu schnacken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Übrigens auch vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, sage ich jetzt einfach mal, von der Sache letzter Woche. Na? Bis dahin, tschüssi.